Hallo Freunde, willkommen zurück. Heute gibt es wieder ein Collection-Update von mir, also ein Sammlungsupdate. Sachen, die die letzten wirklich Tage, nicht Wochen, sondern nur Tage bei mir in der Sammlung eingezogen sind. Aus den 80er, aus den 90er Jahren. Viele Kindheitserinnerungen. Legen wir los. Ja Leute, bevor ich jetzt direkt durchstarte, noch ein ganz kleiner Hinweis. Am Ende des Videos gibt es noch einen kurzen Ausblick, was euch nächste Woche auf meinem Kanal erwarten wird. Das wird spannend, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit etwas, was ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden hatte. Habe dem Verkäufer geschrieben, war nun sofort relativ grün, sage ich mal. Ja, er wollte 10 Euro haben. Ich habe da auch gar nicht verhandelt, weil es eine Sache war, die ich schon länger mal oder seit einiger Zeit im Auge hatte. Aber normalerweise sehe ich immer nur Preise von 30 bis 50, 60 Euro aufwärts. Er wollte 10 Euro haben mit 7 Euro Versand. Das war für mich auch vollkommen okay. Versicherter Versand per DHL. Und was soll ich sagen, das gute Stück ist bei mir eingezogen. Leute, es ist das erste seiner Art, was ich jetzt in meiner Sammlung habe. Aber garantiert kann ich euch sagen, nicht das letzte. Und es ist ein Godzilla, ein fast 35 cm, ich weiß gar nicht, kriegt man den so ins Bild? Ein fast 35 cm großer rot-schwarzer Godzilla. Ich finde den super toll. Da gab es ja in den 80er Jahren eine ganze Schwemme an Figuren. Ja, meistens Bootlegs aus China oder Hongkong hat, glaube ich, immer drauf gestanden. Hier haben wir jetzt Made in China draufstehen. Ja, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, aber ich meine, das ist so alles Mitte der 80er Jahre rausgekommen. Da müsste so 86, meine ich, sein. Es steht kein Jahr drauf, aber ihr wisst es wahrscheinlich besser. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ansonsten, der ist in einem wunderschönen, wunderschönen, wirklich Zustand. Ja, das Einzige, was ist, er hat einen kleinen, ja, er hat eine kleine Einkerbung an der Hand. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, aber das macht mir überhaupt nichts. Das sieht auch so aus, als wäre es von der Produktion her, also nicht halt durch Kinderhände irgendwie kaputt gemacht worden, sondern nur eine ganz kleine Einkerbung hier. Die hat die andere Hand nicht. Oder die Klaue, wie man sagt. Ansonsten ist er in einem super schönen Zustand. Ich kann den Kopf hier oben am Hals ein bisschen drehen. Ich kann natürlich die Arme hoch und runter machen. Es ist noch alles relativ fest. Ja, die Beine, er kann sich auch hinsetzen, der Gute. Die Beine auch toll. Wenn der Schwanz nicht wäre, könnte er sich auch setzen. Und den Schwanz kann er auch einmal drehen komplett. Ja, also wie gesagt, wunderschön. Das war mir wirklich 17 Euro inklusive Versand wert. Ja, wie gesagt, noch ein kleiner Aufruf. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, das wird wahrscheinlich nicht der letzte bleiben. Es gibt ja auch kleinere Varianten. Es gibt so 10, 15 cm Figuren. Wir hatten auch früher in der Kindheit, hatte ich von meinen Brüdern so kleine Dinosaurier bekommen. Die waren so, ja, Dinosaurier, aber trotzdem halt irgendwie auf Monster gemacht ein bisschen. So Gummifiguren, das waren auch alle so Bootlegs aus China und so weiter. Die möchte ich alle wieder haben. Ich habe jetzt gar nicht so im Kopf, was ich da speziell alles gehabt habe, aber jetzt mein Aufruf, wenn ihr noch einen Godzilla bei euch rumliegen habt, einen King Kong, irgendwas Altes aus den 80er Jahren oder halt diese Dinosaurier, diese Gummifiguren, da gibt es ja heute auch neue, die interessieren mich nicht, sondern wie gesagt nur die alten, und ihr möchtet die nicht mehr haben, ihr möchtet die vielleicht tauschen oder was auch immer, dann schreibt mich an, am besten unter retrorauner@outlook.de. Und dann werden wir uns mit Sicherheit einig, würde mich freuen, wie gesagt, wenn durch meinen Kanal hier, wenn ich dadurch, durch meine Zuschauer, durch euch noch den einen oder anderen Godzilla in die Sammlung bekommen könnte, würde mich wirklich freuen und wie gesagt, einig werden wir uns alle mal. Der kriegt jetzt einen super Platz bei mir, ich weiß noch nicht genau wohin, weil ich bin ja gerade am Umräumen, das Roomtour-Video steht demnächst an und ja, eigentlich habe ich schon alles soweit einsortiert, jetzt muss ich wieder umräumen. Aber das mache ich sehr gerne. Godzilla, Fundstück Nummer 1. So, dann hatte ich auf einer oder bei einer Facebook-Gruppe, Retroactive war das, bei einem Live-Sale mitgemacht. Da habe ich 3 Sachen ja, geclaimed oder ersteigert, kann man sagen. 2 davon zeige ich euch jetzt. Die dritte folgt in einem anderen Video, weil das ein bisschen zu dem anderen Content in dem Video passt. Also ich zeige euch jetzt 2 Sachen. Zum einen habe ich da mitgenommen, liebe ich ja, ein Heftchen von Calimero aus Palermo oder Calimero mit Sombrero.
Da steht jetzt gar kein Jahr drauf, das müsste frühe 80er Jahre gewesen sein. Ja, ich habe ja erst in dem Überraschungsei Unboxing-Video, nenne ich es mal, die Calimero-Figuren aus Italien müssten die gewesen sein, glaube ich, gefunden. Da habe ich jetzt hier, das ist allerdings schon ein Weilchen her, also das Heftchen kam zuerst, habe ich schon ein paar Tage hier liegen. Hier auf der Rückseite nochmal die vom Polydor, die Hörspiele, gab es sogar wahrscheinlich auf Schallplatte und auf jeden Fall auf Kassette. Habe ich auch eine Kassette, davon habe ich schon. Habe ich mir das geholt und es ist halt wunderschön, in einem wunderschönen Zustand. Schönes großes Format, also das freut mich sehr. Das Heftchen habe ich bekommen und ich habe eine Videokassette bekommen und zwar Knight Rider 2, der Unfall. Sehr schön, die Knight Rider Videokassetten sind ja gar nicht mehr so günstig. Ja, das Einzige, was die Kassette hier hat, hier unten ist so ein bisschen die Hülle abgebrochen, sage ich es mal. Das passiert ja leider Gottes. Ansonsten ist das Ganze in einem wunderschönen Zustand. Ja, original CIC-Video, Videohülle, eine Großhülle. Ja, und für die Kassette habe ich, meine ich, 5 € bezahlt. Für das Heftchen, das war ein bisschen teurer, habe ich 3 € bezahlt. Ist mir eigentlich, ja, ist mir eigentlich zu teuer, sage ich mal, aber da ich noch gar kein Calimero-Heft hatte, konnte ich das halt auch nicht liegen lassen. Ja, die zwei Sachen habe ich, wie gesagt, bloß eine weitere in der Retroactive-Gruppe ersteigert. Und was das weitere ist, das werdet ihr in einem der weiteren Videos sehen, weil, wie gesagt, das passt halt zu dem, sage ich nochmal, weiteren Content dieses Videos. Dann habe ich bei pop.de bestellt. Pop.de, also pop.de, ist jetzt nicht das, was ihr vielleicht denkt, sondern ist eine Webseite, wo Hörspiele angeboten und verkauft werden, unter anderem, aber überwiegend. Ja, da ist ja auch, da bekommt ihr auch die Hörspiele vom Thomas Birker, also Dreamland Cruisel, von unserem letzten Livestream zum Beispiel, oder generell Dreamland Productions, Hörspiele, unter anderem Dreamland Cruisel. Ja, und da habe ich mir 4 Hörspielkassetten geholt, die relativ günstig waren. Und zwar habe ich mir einmal geholt, das war so ein einfaches Add-on, weil es halt einfach da war, Ghostbusters bzw. Filmation Ghostbusters Folge 7, und zwar Grauen aus dem Abfluss. Aus dem Abfluss, da kommt schon so manches Grauen raus. Dann habe ich mir geholt aus der Gruselserie, das ist die Techno-Grusel-Serie, habe ich mir geholt, hoffe, das sieht man hier, Draculas Insel. Ja, auch sehr schön. Kassetten auch in einem wunderschönen Zustand. Dann habe ich mir noch 2 She-Ra Princess of Power Hörspiele geholt. Ich habe hier erst Folge 1 in der Sammlung, die anderen sollen auch noch so nach und nach kommen. Und zwar einmal das Diadem der Verlockung, Folge 4 ist das hier. Und das sieht man. Und Folge 6, das Geheimnis der Pfauenaugen. Ja, also habe ich früher, She-Ra habe ich früher weder Figuren gehabt, noch habe ich Hörspiele gehabt. Ja, die Hörspiele sollen ja nicht mit den Masters of the Universe Hörspielen mithalten können, das glaube ich auch. Trotzdem finde ich, gehören die irgendwie mit dabei. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe pro Kassette, glaube ich, 3 € oder 2,50 € bezahlt. Das war es mir halt wert. Und somit habe ich neuen Stoff für meinen Kassettenrekorder. Weil wir gerade bei He-Man bzw. bei She-Ra waren, ich habe auch noch etwas von He-Man gefunden oder beziehungsweise bekommen. Das habe ich auf dem normalen eBay ersteigert. Das Ganze kommt aus Frankreich. Und zwar habe ich ein wunderschönes Masters of the Universe Lotto-Spiel bekommen. Das Spiel ist von 1985. Ja, es ist in einem wunderschönen Zustand. Der Karton, es sieht unbespielt aus. Ja, richtig klasse. Lotto de Observation. Ich kann kein Französisch, seht es mir nach. Und innen drin sogar, es ist komplett. Es ist eine Anleitung dabei, natürlich auf Französisch. Und es sind viele Spielkarten dabei. Ich blende euch natürlich wie immer Bilder ein. Ja, sehr schön. Das Ganze hat mich, glaube ich, 8 € gekostet. Ja, natürlich kam der Versand dabei. Deswegen habe ich bei dem Verkäufer nochmal geguckt, was er noch so hatte. Und siehe da, er hatte noch was gehabt. Also ich habe nicht nur das Lotto hier bei ihm gekauft, sondern, ich greife mal kurz hier vorne hin, ich habe noch etwas gekauft, und zwar
ein Bravestar Mattel, ich nenne es jetzt einfach mal Werbeheft, weil wie gesagt, ich kann nicht so gut Französisch, übersetzt habe ich es mir auch noch nicht. Ja. Aber es sieht mir nach einem Werbeheft aus, natürlich alles in französischer Schrift. Wer da weiß, ob es dieses Heft vielleicht auch auf Deutsch oder auf Englisch gegeben hat, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das hätte ich dann auch noch mal gerne. Wir haben auch das Heftchen hier in einem wunderschönen Zustand. Hinten drauf einfach das Mattel-Logo. Ja, 1986 ist das rausgekommen. Sehr, sehr schön. Es sind keine jetzt Spielzeugfiguren. Das heißt, obwohl es ein Mattel-Heft ist, wurde nicht für die Spielzeugfiguren an sich Werbung gemacht, sondern es wurden halt einfach anscheinend die Figuren beschrieben, aber die Cartoon, die Filmation-Figuren, ja, die Zeichnungen. Und das finde ich ein bisschen komisch. Wer vielleicht mehr Infos dazu hat, gerne in die Kommentare. Ja Leute, aber das war noch nicht alles von Bravestar, denn ich habe mir noch was geholt. Ich habe ja in einem der letzten Haul-Videos, nenne ich es mal, auch meine neuen Bravestar Bücher präsentiert. Und da wurde ich vom Stefan, von Zodax Zeittresor, Grüße an dich Stefan, aufmerksam gemacht, dass mir von den Ladybird Büchern noch Nummer 4 fehlt. Ja, ich habe gedacht, es gibt nur 3, aber es gab 4. The Phantom Heart hat noch, hat noch gefehlt. Das habe ich jetzt ergänzt. Ja, also auch hier das Buch jetzt in meiner Sammlung. Somit habe ich die Filmation Bravestar Ladybird Bücher, was ein Titel, was ein Name, komplett alle 4 Stück in der Sammlung. Die Bücher oder das Buch habe ich aus England, weil die Bücher gab es ja in Deutsch nicht. Ja, so kleine Büchlein mit tollen Zeichnungen und englischer Schrift. Das wandert in die Sammlung und ich habe ja noch so kleine Mini-Bücher vorgestellt letztes Mal und auch da habe ich wieder ein weiteres bekommen. Da gibt es 4 Stück, 2 hatte ich. Jetzt habe ich das 3. dazu bekommen, das nennt sich Water Fever. Wie gesagt, zum Vergleich nochmal, ja, ein kleineres Heftchen. Und auch das ist in Englisch, ja, in englischer Schrift. In englischer Schrift und mit Zeichnungen. Ein kleines Comic-Heftchen, die es meiner Meinung nach, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, überhaupt nicht in Deutschland gab. Wandert auch so in meine Bravestar-Sammlung. Ja Leute, dann habe ich etwas Tolles gefunden und das musste ich haben. Und zwar hatte ich früher einen Viewmaster. Wem sagt das noch was? Ein kleiner Bildbetrachter, ich glaube, die gibt es heute immer noch, aber nur in abgewandelter Form. Die sehen halt wirklich neumodisch aus, einfach nur rund wie ein Ei gefühlt. Ja, früher waren die richtig schön kantig, so wie es halt in den 70er, 60er Jahren teilweise sogar war, wenn die rausgekommen sind. Und Viewmaster war so etwas, ein Bildbetrachter, wie gesagt. Es gab so kleine, runde Scheibchen, so ähnlich wie Dias, sage ich mal. Die konnte ich dann oben reinstecken, konnte dann halt durchgucken und habe nebendran so einen Hebel gehabt. Und wenn ich ihn runtergedrückt habe, ist immer ein Bild weitergesprungen. Das war so wie so eine Art 3D-Effekt ungefähr. Die Bilder waren halt wirklich plastisch vor Augen, mit 3D, mit Hintergrund, mit Tiefe nenne ich es mal. Ja, war sehr, sehr schön damals. Ich habe so einen roten Viewmaster gehabt. Auch hier der Aufruf, wenn jemand einen Viewmaster hat und abgeben möchte, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich an unter retrorauner@outlook.de, weil den möchte ich auch wieder haben, denn ich habe jetzt meine ersten Viewmaster-Scheiben bekommen und zwar von der Western-Serie Bonanza aus den 60er Jahren. Finde ich sehr toll. Das Ganze ist von 1964, ja, und dieses Teil ist komplett. Ich bilde euch Blender ein, ich blende euch Bilder ein. Ja, es ist eine Anleitung bzw. eine Geschichte dabei. Es sind immer 3 Viewmaster-Scheiben, die dann eine Geschichte erzählen. Die 3 Scheiben sind komplett, sie sind in einem wunderschönen Zustand, wie gesagt, mit Anleitung und die Scheiben noch in einem Tütchen drin. Finde ich sehr, sehr toll. Meine ersten Viewmaster-Scheiben, die ich wieder habe. Wie gesagt, ich hatte früher einen roten Viewmaster mit einer Handvoll Scheiben. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, was ich hatte. Ja, es war irgendwelches Zeichentrick, ich glaube, es war Mickey Mouse oder sowas. Aber da möchte ich mir auch noch ein paar holen. Ich finde, das ist ein tolles Zeitzeugnis. Ja, und auch, wie gesagt, diese Scheiben wandern in meine Sammlung. Weil wir gerade beim Viewmaster waren, geht es weiter. Nicht mit Videokassetten, die hatten wir ja schon mit Knight Rider. Wir hatten den Viewmaster. Und was ich jetzt auch noch bekommen habe, was ich auch online gefunden habe, sind Super 8 Filme. Ich liebe dieses alte System, ich liebe diese alte Technik, alles was analog ist, ja, sobald halt irgendwas ist, was auf CD rauskam,
ja, war das nichts mehr für mich. Jetzt das Streaming, ja, schon gar nicht mehr. Natürlich, ich habe auch Netflix etc. und sowas, weil da kommt man nicht mehr drum herum, aber mein Liebling wird es halt einfach nicht. Ich liebe einfach diese alten Sachen, die man anfassen konnte, ja, die halt auch vergänglich sind. Ja, und ich habe 2 Super 8 Filme bekommen, die habe ich auch auf eBay ersteigert, für 4 Euro meine ich das Stück. Schade war, es waren keine Hüllen dabei, ja, also die Umverpackung, wo der Film drinsteckt, war nicht dabei, aber die Filme fand ich toll, deswegen habe ich das gemacht. Und so Hüllen findet man bestimmt mal, dass man es austauschen kann. Der Gute hat mir die 2 Super 8 Filme einfach in Folie eingepackt, hat auch draufgeschrieben, welcher Film welcher ist, aber die Einleger waren dabei. Und da möchte ich jetzt zeigen, was für Einleger bzw. was für Filme ich bekommen habe. Und zwar ist das Goldorak, das Monster vom Planet Vega. Finde ich Wahnsinn. Dieser Einleger ist wirklich alt. Man sieht es, dass er alt ist. Ja? Also ist nicht nachgedruckt. In einem wunderschönen Zustand. Ja? Piccolo-Film. Super 8 Film mit ca. 45 Meter Laufzeit oder Lauflänge. Ja, SW heißt, der Film ist in Schwarz-Weiß, auch wenn es hier bunt ist. Ja, aber wer von euch kennt noch Goldorak? Das war ja auch so eine, ich meine, 70er Jahre Zeichentrickserie, japanische, wie man natürlich sieht, typisches japanisches Anime. Ja, finde ich super toll. Genauso wie der zweite Film ist ebenfalls Goldorak. Und zwar Goldorak gegen den, wie heißt es, fliegenden Roboter. Und das sieht halt auch einfach so toll aus. Auch wieder 45 Meter Film in Schwarz-Weiß hier. Ja, und da werde ich mir, wie gesagt, noch die Hüllen besorgen. Dann habe ich 2 Super 8 Filme von Goldorak schon in der Sammlung. Denn, kurzer Spoiler, ich habe mittlerweile auch einen Super 8 Bildbetrachter. Den habe ich kostenlos oder umsonst oder wie immer man es sagt, geschenkt bekommen. Das freut mich wahnsinnig, ja, und es ist ein Bildbetrachter Super 8. Wer es vielleicht nicht kennt, ist es kein Filmprojektor. Das heißt, ich kann den Film nicht an die Wand schmeißen, mit einem, ja, wie ein Projektor halt, ja, sondern dieses Gerät hat 2 Spulen, einmal für den Film, einmal für die Leerspule, wo der Film dann aufgerollt wird, und das Ganze durchläuft, ja, so einen kleinen Pfad, sag ich mal, und in dem Gerät selbst, das ist ungefähr so groß, ja, kann ich euch gerne noch mal in einem anderen Video genauer zeigen, da können wir es auch zusammen vielleicht austesten, ja, ist auch ein kleiner Monitor drin, ja, eine Lampe drunter oder drüber, beziehungsweise besser gesagt, ja, und dann läuft der Film durch und auf diesem kleinen Monitor kann ich den Filmstreifen sehen und kann halt mir den Film angucken. Das ist Wahnsinn, das ist so tolle Technik. Das Gerät ist, meine ich, von 1964 oder 65, ich habe da schon mal gegoogelt gehabt. Ja, und Strom bekommt er, die Lampe leuchtet noch. Also ich sage ja, die Sachen von früher sind einfach meistens unverwüstlich. Ich finde es total klasse und freue mich schon drauf, den Goldorak-Film da einmal durchlaufen zu lassen. Dann habe ich noch 3 Bücher geschenkt bekommen. Die möchte ich euch auch kurz vorstellen. Und zwar habe ich ein Taschenbuch, die 3 Fragezeichen vom Ullstein Verlag, die 3 Fragezeichen und der Zauberspiegel. Das ist eine, ja, für mich eine Neuauflage. Das Buch ist von 1992. Ja, ein schönes Taschenbuch, auch ja, ein bisschen nachgedunkelt die Seiten, mit einem ja, neumodischeren Titelbild, sage ich mal. Das Buch habe ich bekommen, und wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich die folgenden 3 Fragezeichen Bücher sammle. Alfred Hitchcock, die 3 Fragezeichen und der Doppelgänger. Das sind die Bücher mit dem Einband hier, die ich sammle, die ich halt komplett haben möchte, zumindest so die ersten, ja, 40, 41, sage ich mal. Da bin ich schon auf einem guten Weg. Das Buch, wie gesagt, ist auch bei dem anderen 3 Fragezeichen Buch dabei gewesen. Ich muss mal gucken, ob ich hier diesen Aufkleber hier abbekomme, ohne das Cover zu beschädigen, sage ich mal. Aber ich finde diese Bücher so toll. Ja, und auch diese Zeichnung von Eiger Rasch, die finde ich einfach der Wahnsinn. Ja, und deswegen, die Bücher machen sich so toll mit dem Buchrücken, wo noch Alfred Hitchcock abgebildet ist, im Bücherregal und wandern neben meine TKKG-Bücher. Ja, und apropos TKKG, auch da sammle ich ja so die ersten 30, knapp 30 Bücher. Da habe ich auch schon sehr viele von, was ich noch nicht hatte, und das war auch bei diesem Buchgeschenk dabei, ein Doppelband. Ja, normalerweise sind die 3 Fragezeichen, die TKKG-Bücher, die alten blau mit so einem Hardcover, wie das jetzt zwar auch, aber blau. Unten habe ich halt dieses
Pelikan-Symbol, Pelikan-Zeichen, der Verlag. Und das Buch hier ist ein Sonderband, ein Doppelband mit Die Stunde der schwarzen Maske und die weiße Schmugglerjacht. 2 Abenteuer in einem Band, genau, Band heißt es. Ja, sind schon 2 für mich neuere Folgen. Ich glaube nicht unter den ersten 30, sondern irgendwie ein bisschen höher, glaube ich, angesiedelt. Aber trotzdem, ich hatte von diesen Sonderbänden, von diesen Doppelbänden hatte ich noch gar keins. Das wandert jetzt auch in meine Sammlung und somit wird das Bücherregal voller und voller. So Leute, der letzte Fund, der letzte Kauf, bevor wir zu der Ankündigung kommen, den habe ich beim Jens Rahause, Jens, Grüße an dich, gemacht, und zwar bei der Pfalz Connection. Ja, könnt ihr auch mal auf Facebook nachschauen. Da macht der Jens auch immer Live-Sales, hat immer schöne Sachen, hat sehr, sehr viele Merchandise-Sachen aus den 80er Jahren. Er liebt auch Merchandise, hat er mir mal gesagt, wie ich ihn getroffen habe. Das merkt man auch bei seinen Sales, die er immer macht. Merchandise ist das jetzt nicht, sondern ich habe schon eine Figur aus der Serie. Es ist die frühen 90er, 1991 sind die Figuren rausgekommen von Kenner. Und da hat er mehrere Figuren angeboten. Ich habe mir 3 Stück ausgesucht, die mich vom Zustand her am meisten überzeugt haben. Und ich habe Figuren aus der Robin Hood Serie von der Firma Kenner. Ja, da hatte ich ja schon den Robin Hood gezeigt in einem der letzten Videos. Und ich habe ja gesagt, die Figurenserie ist sehr überschaubar. Die möchte ich gerne komplett haben, soweit es geht. Und die sind auch noch bezahlbar. Ja, 90er Jahre Figuren größtenteils. Ja, sowieso. Und jetzt habe ich auf einer wunderschönen Karte den Dark Warrior with Pixgüte. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Skyte. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich ist diese Lanze damit gemeint. Sehr, sehr schöner Zustand. Die Karte in einem einwandfreien Zustand. Der Blister glasklar, keine Knicke drauf oder dran. Figur ist von 1991, genau. Gerade mal gucken, doch 91 ist es. Und hinten sieht man halt nochmal die Figuren, die es gab. Wie gesagt, sehr, sehr überschaubar. Es gab 2, 4, 6. Es gab insgesamt 8 Figuren und 4 Playsets. Ja, ich habe jetzt, das hier ist jetzt Figur Nummer 2, die in der Sammlung ist. Ich finde auch hier dieses Kettenhemd, was er anhat, es ist halt Stoff, es ist natürlich kein Kettenhemd in echt, aber soll ein Kettenhemd suggerieren, finde ich sehr toll. Wie gesagt, der wandert in meine Sammlung. Dann habe ich hier Christian Slater, hat ja auch in dem Film mit Kevin Costner mitgespielt und er war Will Scarlet. Ja, hier habe ich Will Scarlet with Crossbow, also mit seinem Bogen. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Figur. Die Karten, wenn ihr euch das mal anguckt, diese Bilder, die sehen alle sehr, sehr verwaschen aus. Ich weiß nicht, ob man früher halt einfach das Ganze nicht besser hinbekommen hat oder ob Hasbro, ja, damals war es ja noch Kenner, ob Kenner die Figuren einfach so auf den Markt geschleudert hat. Die haben ja einige Teile von Star Wars drin verwurstet, beziehungsweise Sachen, die bei Star Wars hätten rauskommen sollen und nicht rausgekommen sind, wie die Line 85 zu Ende gegangen ist von Star Wars, haben sie halt die Sachen dann hier wiederverwertet. Wahrscheinlich hatten sie schon so ein paar Abgüsse oder sowas gehabt, beziehungsweise, wie gesagt, hatten sie in der Power of the Force von Star Wars Collection schon Figuren oder auch Fahrzeuge rausgebracht, die dann hier nochmal neu aufgelegt, bisschen abgewandelt, neu aufgelegt wurden. Aber da vielleicht in einem späteren Video mehr dazu. Hier der Will Scarlet. Ja, auch in einem schönen Zustand. Das Einzige, was hier ist, er hat hier eine Stresslinie hinten drauf, eine ganz leichte, sieht man kaum, aber alles gut, das ist gar kein Problem. Ansonsten der Will auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ist meine 3. Figur dann insgesamt, die 2. vom Jens. Und ich habe 3 vom Jens, das macht summa summarum 4 Figuren von 8 Stück, die es gibt. Und ich habe hier noch den Friar Tuck, also den Bruder Tuck, ja, mit Battle Staff, ja, also mit seinem Kampfstab bekommen. Auch der ist in einem sehr, sehr schönen Zustand, hat hier einen Knick, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, einen Knick hier unten an der Kante, aber das ist auch noch vollkommen annehmbar. Ja, und auch diese Figur, weil ich eben gesagt habe, es wurde einiges von Star Wars verwurstet, diese Figur, wenn ihr euch hier die Füße mal anguckt von der Figur, ja, den dicken Bauch kann man ja auch schon so erahnen, aber wenn ihr euch die Füße anguckt, dann kommt euch die als Toy-Sammler vielleicht bekannt vor, wahrscheinlich wissen es auch alle. Ich blende jetzt mal ein Bild ein, welche Figur da verwurstet wurde. Und zwar genau ist es der Gamorrean Guard von Star Wars, Return of the Jedi, die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja, es wurde einfach die Gussform genommen, ja, der Figur halt anstatt grüne Farbe, grüne Haut angepinselt, einfach ja, Natur oder menschliche Haut, sagt man das? Menschenfarben angepinselt, und schon hatte ich eine andere Figur, ein anderer Kopf natürlich. Ja, ansonsten ist diese Figur, wenn ich jetzt mal unter den Rock gucke, wahrscheinlich genauso gleich, müsste ich jetzt mal auspacken, aber wie gesagt, die Figur des Gamoran Guard ist hier für den Bruder Tuck verwendet worden. Finde ich sehr, sehr toll. So diese Sachen, die man so nach und nach erfährt als Toy-Sammler, habe ich früher auch nicht gewusst, also ganz früher nicht gewusst. Weiß ich schon seit einer Weile, aber jetzt habe ich endlich auch den Bruder Tuck hier in der Sammlung. Robin Hood Prince of Thieves Action Figure. Ja, finde ich total toll. Ja, ich habe pro Figur beim Jens 30 Euro bezahlt. Das ist so, ja, 30, 35, 39 Euro gehen diese Figuren so weg. Also von daher war 30 Euro für die Zustände für mich vollkommen annehmbar. Also Jens, nochmal vielen Dank für diese 3 Robin Hood Figuren. Ja Leute, das waren meine Funde oder meine letzten Neuheiten, die in die Sammlung gewandert sind. Die werde ich jetzt alle hier schön in den Regalen verräumen. Es war also alles dabei. Es waren Actionfiguren dabei, es war Masters of the Universe dabei, es waren Hörspielkassetten dabei, es waren Filme auf VHS, auf Super 8, es war ein Comic dabei, es war Bravestar dabei und es war natürlich halt auch mein Riesenbaby hier, der Godzilla, dabei. Also richtig, richtig klasse. Ja, jetzt seid ihr dran. Bücher waren natürlich auch dabei, also es war alles mit drin. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, was ihr zu den Funden sagt. Und jetzt, wie gesagt, wie versprochen, noch der kurze Ausblick. Denn am Freitag, also genau in einer Woche, wenn ihr dieses Video am Eröffnungstag seht, genau in einer Woche am Freitag, den 11.08., gibt es einen neuen Livestream, ja, wieder mit Zodax Zeittresor, wieder mit dem Stefan. Diesmal haben wir keinen Gast dabei, das heißt, wir sind diesmal unter uns, wenn man das so sagen kann. Also Stefan und ich werden vor der Kamera sein, und da wir ja wissen, dass es aktuell Ferienzeit ist, da ganz Deutschland in diesem nasskalten Wetter verreist und vielleicht auch Richtung Süden reist, da wo es richtig heiß ist, ja, dachten wir, wir machen einfach auch ein Ferienprogramm. Das ist unser Motto zu diesem Livestream. Nerd Talk, Ferienprogramm. Das heißt, wir werden einfach von der Seele schwätzen, auf Deutsch gesagt oder auf Hessisch gesagt, wo ich herkomme, was uns auf der Leber liegt. Ja, wir werden auf eure Kommentare dieses Mal richtig eingehen. Ja, also wie gesagt, überlegt euch vielleicht schon mal Fragen für den Livestream. Schreibt die auch gerne vorab an retrorauner@outlook.de oder schreibt die auch gerne hier in die Kommentare in diesem Video schon mal rein. Das notieren wir uns alles und werden dann die Kommentare von euch durchgehen. Wir werden wahrscheinlich wieder von dem einen zum anderen kommen. Wie hat man so früher schön gesagt, von Pontius zu Pilatus kommen, und machen uns einen schönen Abend. Freitag, der 11.08., 20 Uhr, Livestream mit Zodax Zeittresor. Ich hoffe, ihr seid dabei. Die Ankündigung geht demnächst raus. Dann könnt ihr euch das Ganze auch schon mal als Erinnerung einrichten und werdet dann benachrichtigt, sobald der Livestream online ist. Jetzt sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retrorauner.